Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Heute möchte ich dir die Herz-Jesu-Kirche in Graz zeigen. Wo die genau liegt, das zeige ich dir hier, und zwar in St. Leonhard in Graz. Und ich möchte dir ein wenig von der Geschichte dieser Kirche erzählen, die den dritthöchsten Turm in Österreich besitzt mit 109,6 Meter. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Also, schauen wir uns die Kirche genauer an und ich erzähle dir, wie gesagt, die Geschichte davon. Also, los geht's. Die Herz-Jesu-Kirche, auch bekannt als Pfarrkirche Graz Herz-Jesu, ist ein beeindrucksvolles Beispiel für den neugotischen Backsteinstil in der römisch-katholischen Architektur. Das zwischen 1881 und 1887 erbaute Gebäude beeindruckt nicht nur durch seinen imposanten dritthöchsten Kirchturm Österreichs mit einer Höhe von 109,6 Metern, sondern steht auch in Bedeutung und Größe nur hinter den Türmen des Wiener Stephansdoms und des Maria-Empfängnisdoms in Linz zurück. Die Geschichte dieser prächtigen Kirche begann im Jahr 1875, als der aus Südtirol stammende Fürstbischof Johann Baptist Zwerger erstmals zum Bau einer Herz-Jesu-Kirche für Graz aufrief. Die Kirche sollte nicht nur ein Pfarrzentrum für das damals rasch wachsende Gründerzeitviertel im heutigen Bezirk St. Leonhard werden, sondern auch ein bedeutendes Denkmal der Herz-Jesu-Verehrung darstellen.
Nach langen Diskussionen über den Baustil, bei denen der Bau einer Kirche nach Art der Wiener Votivkirche aus Kostengründen verworfen wurde, erhielt schließlich der aus Graz stammende Architekt Georg von Maubrisser den Auftrag, die Kirche im neugotischen Backsteinstil zu errichten. Die Grundsteinlegung erfolgte 1881 und 1887 wurde der hohe Turm fertiggestellt. Am 5. Juni 1891 wurde die Kirche geweiht und im Jahr 1902 zur Pfarrkirche erhoben. Die äußere Gestaltung der Kirche ist von neugotischen Elementen geprägt, darunter filigrane Spitzbögen und kunstvolle Verzierungen, der im gleichen Stil errichtete Pfarrhof und der umgebende Park tragen zum monumentalen Erscheinungsbild bei. Die Altarzone der Herz-Jesu-Kirche in Graz-St. Leonhard ist ein Ort der spirituellen Reflexion und des Gebets. Durch eine breite Stufenanlage wird der Sockel eines großen Spitzbogens am Übergang zum Presbyterium gebildet. Durch ein höheres Fußbodenniveau als im Schiff und durch ein wenig abweichende Materialwahl wird die Altarzone hervorgehoben. Im Zuge der Vorbereitungen auf die 100-Jahr-Feier der Kirche im Jahr 1991 kam es zu einer Neugestaltung der Altarzone der Kirche. Im Sinn der liturgischen Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils wurde um
den ursprünglichen Hochaltar unverändert erhalten zu können, ein kleiner zusätzlicher Altar auf einem vorgelagerten, vom Architekten Heinrich Trithard entworfenen Podium errichtet. Dieser sogenannte Volksaltar wurde nach einem Entwurf des steirischen Künstlers Gustav Troger angefertigt, sowie auch ein neuer Ambo und gläserne Kerzenleuchter. Der ursprüngliche dem Herz Jesu geweihte Hochaltar ist als Baldachinaltar gestaltet. Im vorderen Giebelfeld des Altbaldachins ist ein von einer Dornenkrone umwundetes Herz zu sehen. Und ein durchbrochener Dachaufsatz bringt die Statue des Auferstandenen auf sein geöffnetes Herz weisenden Erlösers. Die Glasfenster der Herz-Jesu-Kirche stellen eines von wenigen komplett erhaltenen Ensemble neugotischer Glaskunst in Österreich dar. Von den nach Entwürfen Haubrissers gestalteten Fenster entstanden die figuralen Kunstverglasungen in der Glasmalereianstalt Neuhauser in Innsbruck, die einfacheren Verglasungen teilweise in Graz. Auf den figuralen Fenstern sind wesentliche Inhalte christlicher Glaubenslehre dargestellt, etwa die Dreifaltigkeit sowie die Heiligen und der auferstandene Christus.
An beiden Seiten des Hauptschiffs befinden sich insgesamt 10 Kapellen mit Retabelaltären und Wandgemälden. Die Kanzelbrüstung zeigt Reliefbüsten der 4 Evangelisten, während an den 6 Ecken des achteckigen Schaldeckels Engel mit einem Spruchband und an der Unterseite die Taube als Symbol des Heiligen Geistes zu sehen sind. Der Spruchband lautet: Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig vom Herzen. Die 14 auf Kupferplatten gemalten Kreuzwegbilder, die sich an den Außenwänden der Seitenkapellen befinden, wurden vom Wiener Maler Josef Kastner gestaltet. Ein besonderes Highlight der Kirche ist ihre prächtige Orgel, erbaut von der Orgelbaufirma Wackler zwischen 1889 und 1891. Ursprünglich mit 36 Registern auf 2 Manualen und Pedalen ausgestattet, wurde sie im Laufe der Zeit erweitert und 2014 einer umfassenden Generalsanierung unterzogen. Heute verfügt die Orgel über 51 Register und 3 Manualen und Pedalen und erfüllt die Kirche mit majestätischen Klängen.
Das Geläute der Herz-Jesu-Kirche besteht aus insgesamt 5 Glocken. Gegossen im Jahr 1955. Die Glocken dienen nicht nur liturgischen Zwecken, sondern auch dem Gedenken und der Erinnerung. Unterhalb der Oberkirche befindet sich die Unterkirche, die den armen Seelen geweiht ist. Diese dreischiffige Anlage, die über eine breite Stiegenhalle erreicht werden kann, beeindruckt durch die naturbelassene Ziegelstruktur der Pfeiler und Bögen. Drei figürliche Chorschlussfenster zeigen Christus, Maria und Johannes den Täufer. Der ursprüngliche Altar der Unterkirche, ein schlichter Retabelaltar mit Darstellungen der armen Seelen, wurde im Zuge einer Neugestaltung der Altarzone nach Plänen des Architekten Heinrich Tithardt erhalten. Das Hauptwerk des Bildhauers Hans Brandstätter ist das Grabmonument für Fürstbischof Zwerger. Das Monument, gestaltet in Form einer mittelalterlichen Tuba aus weißem Carrara-Marmor, zeigt lebensgroßes Porträtrelief des Bischofs, der nach seinem Tod 1893 hier in der Unterkirche bestattet wurde. Die Unterkirche der Herz-Jesu-Kirche ist nicht nur ein Ort der Andacht und des Gedenkens, sondern auch ein architektonisches Juwel, das die Besucher in einer Zeit zurückversetzt, als Handwerkskunst und Spiritualität Hand in Hand ging. Die Herz-Jesu-Kirche ist nicht nur ein architektonisches Meisterwerk, sondern auch ein Ort der Spiritualität und des Glaubens, der bis heute Gläubige aus aller Welt anzieht. Ihre reiche Geschichte und ihre prächtige Ausstattung
machen sie zu einem bedeutenden kulturellen Erbe der Steiermark. Das war das Video über die Herz-Jesu-Kirche in Graz mit dem dritthöchsten Turm in Österreich. Warst du schon mal in der Kirche in St. Leonhard in Graz? Dann schreib's bitte in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und abonniere vielleicht meinen Kanal, somit verpasst du keine Videos mehr von mir. Mal schauen, wo es als nächstes hingeht. Also, ciao, ciao, dein Gottröbler.